Es ist nicht schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der du und alle, die du kennst, jederzeit ohne Vorwarnung per Knopfdruck ausgelöscht werden könnten. Das war für Millionen Menschen in den 45 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir heute Kalten Krieg nennen, die Realität. Als sich die USA und die Sowjetunion weltweit gegenüberstanden, wussten beide, dass die jeweils andere Seite über zerstörerische Atomwaffen verfügte. Und nie drohte die Zerstörung unmittelbarer als während der 13-tägigen Kuba-Krise. 1961 versuchten die USA erfolglos, Kubas neues kommunistisches Regime zu stürzen. Dies wurde als Invasion in der Schweinebucht bekannt und veranlasste Kuba, die UdSSR um Hilfe zu bitten. Der sowjetische Führer Nikita Chruschtschow willigte ein und stationierte heimlich Atomraketen auf Kuba, nicht nur um die Insel zu schützen, sondern auch als Gegenstück zu den US-Raketen in Italien und der Türkei. Als der US-Geheimdienst den Plan aufdeckte, waren die Materialien für den Bau der Raketen bereits vor Ort. Auf einer Krisensitzung am 16. Oktober 1962 empfahlen Militärberater einen Luftangriff auf die Raketenstellungen und eine Invasion Kubas. Doch Präsident John F. Kennedy wählte einen bedächtigeren Weg. Am 22. Oktober kündigte er an, die US-Marine werde alle Lieferungen nach Kuba abfangen. Es gab nur ein Problem: eine Seeblockade galt als Kriegshandlung. Obwohl der Präsident von einer Quarantäne sprach, die die Grundversorgung nicht behindern würde, sahen die Sowjets keinen Unterschied darin. In einem empörten Brief an Kennedy schrieb Chruschtschow, die Verletzung der Freiheit, internationale Gewässer und den internationalen Luftraum zu nutzen, ist ein Akt der Aggression, der die Menschheit an den Abgrund eines globalen Atomraketenkriegs treibt. Es folgten die 6 intensivsten Tage des Kalten Krieges. Die USA verlangten den Abzug der Raketen, aber Kuba und die UdSSR beharrten darauf, dass diese nur der Verteidigung dienten. Und während die Raketen scharf gemacht wurden, bereiteten sich die USA auf eine Invasion vor. Am 27. Oktober wurde ein von Major Rudolph Anderson gesteuertes Spionageflugzeug abgeschossen. Am selben Tag wurde ein nuklear bewaffnetes Sowjet-U-Boot von einem Schiff der US-Marine mit einer Übungswasserbombe zum Auftauchen gezwungen. Das U-Boot fuhr zu tief, um mit der Oberfläche zu kommunizieren. In der Annahme, der Krieg habe begonnen, ließen die Kommandanten einen Nukleartorpedo vorbereiten. Das Abfeuern musste einstimmig beschlossen werden. Der Kapitän und der politische Offizier genehmigten dies, aber der zweite Offizier, Wassili Archipow, stimmte dagegen. Seine Entscheidung hat womöglich die Welt gerettet. Trotzdem war die Krise noch nicht ausgestanden. Erstmals in der Geschichte wurde das US-Militär auf Verteidigungsstufe DEFCON 2 gesetzt, eine Stufe vor dem Atomkrieg. Bei Hunderten abschussbereiter Atomraketen stand die metaphorische Weltuntergangsuhr auf 1 Minute vor Mitternacht. Die Diplomatie wurde jedoch fortgesetzt. In Washington traf sich Generalstaatsanwalt Robert Kennedy heimlich mit Sowjetbotschafter Anatoli Dobrinin. Nach intensiven Verhandlungen einigten sie sich auf folgenden Kompromiss: Die USA würden ihre Raketen aus der Türkei und Italien abziehen und versprechen, nie in Kuba einzumarschieren, wenn sich die Sowjets unter UN-Aufsicht von dort zurückziehen. Nach dem Treffen telegrafierte Dobrinin nach Moskau, dass die Zeit dränge und man die Chance nicht auslassen solle. Um 9 Uhr am nächsten Morgen kam eine Nachricht von Chruschtschow, die den Abzug der sowjetischen Raketen aus Kuba ankündigte. Nun war die Krise vorbei. Obwohl beide damals von eigenen Regierungsmitgliedern dafür kritisiert wurden, mit dem Feind zu verhandeln, zeigen zeitgeschichtliche Analysen große Bewunderung für Kennedys und Chruschtschows diplomatische Lösung der Krise. Die beunruhigende Lektion war jedoch, dass ein Kommunikationsfehler oder die Entscheidung eines Kommandanten alle Bemühungen zunichte gemacht hätte, was auch fast geschehen wäre, hätte Wassili Archipow nicht so mutig gehandelt. Die Kuba-Krise hat uns gezeigt, wie fragil menschliche Politik im Angesicht der furchtbaren Gewalt ist, die sie entfesseln kann. TED-Ed arbeitet daran, hochwertige Bildungsinhalte für so viele Menschen in so vielen Sprachen wie möglich kostenlos anzubieten. Unterstütze unsere gemeinnützige Arbeit mit einer Spende auf Patreon und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.